Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es einmal um PC-Hardware. Nicht nur das Auto braucht Wartung, nein, auch der PC und die Komponenten. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Wärmeleitpaste an eurer Grafikkarte erneuern könnt. Am Beispiel nutze ich jetzt hier eine von mir etwas ältere GeForce GTX 780 von Nvidia. Was ihr dazu benötigt, sind einige Schraubenzieher. Genau genommen ist bei der Karte einen Kreuzschlitzschraubenzieher und einen Schlitzschraubenzieher, Wärmeleitpaste, ein Wärmeleitpaste-Reiniger, ein sauberes Tuch oder ein Küchenkrepp, eine weiche Unterlage und eben entsprechend ca. 20 Minuten Zeitaufwand. Ich würde immer empfehlen, so ein Werkzeugset im Haus zu haben. Das ist relativ praktisch. Man hat immer mal wieder unterschiedliche Schraubengrößen und da ist es dann besser, man hat einfach ein entsprechendes Set als irgendwie nur ein oder zwei Schraubenzieher. Zudem sind die dann auch noch eben speziell für den Einsatz in Computern gemacht, das heißt ein bisschen kleiner und filigraner gearbeitet, sodass ihr da in den beengten Platzverhältnissen auch gut zurechtkommt. Solche Reinigungsmittel oder eben auch Wärmeleitpasten bekommt ihr im PC-Zubehörladen oder eben auch online. Da gibt es ja die diversen Shops, Mindfactory, Case King, Alternate und so weiter. Einfach dort mal schauen. Wichtig ist, wie gesagt, eben auch so ein spezieller Reiniger, damit ihr das wirklich rückstandslos entfernen könnt und das dann nachher auch wieder eine saubere Oberfläche ist, auf die ihr die Wärmeleitpaste auftragen könnt. Jetzt beginnen wir gleich einmal uns die Karte ein wenig genauer anzuschauen. In dem Fall, wie gesagt, das ist eine etwas ältere Karte von mir. Ich bin persönlich ein großer Freund von Gainward-Karten. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut und ich mag auch das Kühlerdesign. Gainward lässt sich da immer wieder sehr gute Kühllösungen einfallen für die entsprechenden Grafikkarten. Nvidia hat ja immer so Referenzdesigns, die aber oftmals etwas kritisch sind in Bezug auf die thermische Belastung und mit den abgedateten oder erweiterten Kühldesigns von Gainward war ich immer sehr zufrieden. Wenn wir jetzt so eine Karte öffnen wollen, sehen wir auf der Rückseite eben entsprechende kleine Kreuzschlitzschrauben. Die müssen wir alle lösen, damit wir dieses Cover, auf dem sich die Lüfter befinden und auf dem auch die in dem Fall Heatpipe verbaut ist, von der Platine bekommen und damit eben Zugang haben auf den GPU. Manchmal ist bei solchen Karten hinten auch noch eine Backplate drauf. Die ist dann einfach schwarz oder in einer speziellen Farbe gehalten. Da seht ihr sozusagen die eigentliche Platine nicht. Das Prinzip ist aber dennoch das gleiche. Das Schöne jetzt hier, wie gesagt, bei der Karte von Gainward ist, dass man so ein modulares Lüfterdesign hat. Das heißt, wir können die Lüfter entnehmen zum Säubern, ohne da jetzt irgendwie mit einem Kabel ein Problem zu haben, denn die Stromversorgung ist sozusagen in diese Schiene eingearbeitet, das sieht man jetzt hier, und so kann man eben den Lüfter jederzeit zum Reinigen entnehmen, ohne dass man da eben das Problem mit irgendwelchen Kabeln oder so hat. Wie gesagt, außerdem ist eben auch das Thermal Design von diesen Gainward-Karten immer deutlich besser als bei den Referenzkarten von Nvidia. Die Referenzkarten haben dann meistens nur ein oder maximal zwei Lüfter und dann auch nochmal nicht so schön platziert und auch nicht so gut verbunden mit Heatpipes. Das ist bei Gainward immer sehr, sehr klasse gelöst. Und jetzt fangen wir einfach mal an, die einzelnen Schrauben hier zu entfernen, um eben Zugang zu bekommen zur GPU, um die Wärmeleitpaste zu erneuern. Warum mache ich das? Also das würde ich eigentlich jedem empfehlen, wenn so eine Grafikkarte oder auch eine CPU, sage ich mal, 4 Jahre oder länger verbaut ist, dann ist es eigentlich an der Zeit, die Wärmeleitpaste zu erneuern, denn die verliert ihre Elastizität und damit auch ihre Wärmeleitfähigkeit. Die wird letzten Endes spröde und trocken und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine gute Kühlleistung, damit wir da auch das optimale Ergebnis herausholen können. So, jetzt sind alle Schrauben gelöst und wir können die Platine anheben bzw. diesen Lüfterverbund von der Platine lösen. Das geht jetzt hier sehr, sehr leicht. Bei dieser Karte ist es so, es ist lediglich ein Stromkabel, was von der Platine zu den Lüftern und eben zu diesem gesamten Heatpipe-Konstrukt führt. Das ist natürlich je nach
Karte immer etwas unterschiedlich. Da müsst ihr halt einfach schauen, wie viele Kabel gehen von wohin und wie könnt ihr die lösen. Hier ist es jetzt relativ simpel mit so einem kleinen Stecker, wie man ihn eben auch aus Laptops oder anderen elektronischen Geräten kennt, gelöst. Und diesen Stecker müssen wir dann eben entfernen. Was wir jetzt hier aber auf jeden Fall sehen, ist eben nochmal dieses wirklich tolle thermische Design von Gainward. Und wir sehen auch, die Wärmeleitpaste ist wirklich trocken und spröde. Also das ist höchste Zeit, dass wir jetzt die mal erneuern. Da ist wirklich kaum noch Elastizität da. Das war wirklich allerhöchste Eisenbahn. Nochmal zurückzukommen, wie gesagt, auf das Thermal Design. Wir sehen ja hier, die Platine ist sozusagen nochmal mit einem Metallkörper umschlossen und es sind Kühlrippen eingearbeitet, sodass die Lüfter eben auch diese Kühlrippen versorgen und die Spannungswandler und alles auch kühlen. Das ist echt klasse. Und jetzt fangen wir an, eben von der Heatpipe mit diesem sauberen Tuch erstmal so ganz grob die Reste von der Wärmeleitpaste abzunehmen. Das machen wir mit einem noch trockenen Tuch, einfach um diese ganzen groben Reste erstmal wegzubekommen. Wenn wir jetzt hier schon den Reiniger einsetzen, verschmieren wir mehr was, deswegen ist es besser, die groben Brocken erstmal so wegzunehmen. Und wenn wir das getan haben, dann sorgen wir eben im Nachgang dafür, dass wir das Ganze nochmal mit dem Reiniger und feucht reinigen. Und für den ersten Schritt reicht das so aber komplett aus. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eben, wie gesagt, diese Stromversorgung trennen müssen, damit wir leichter an die Karte bzw. an die einzelnen Teile der Karte herankommen können. So, jetzt haben wir die beiden Kartenhälften also voneinander getrennt. Wir sehen jetzt hier noch einmal dieses wunderschöne Thermal Design, in der Mitte die GPU. Hier sind jetzt die Spannungswandler der Karte. Die sind wie gesagt eingefasst in so ein Kühlrippenkonstrukt. Das sehen wir jetzt hier. Das wird dann exklusiv von einem Lüfter angeblasen. Hier war diese Stromversorgung angeklipst. Die musste ich mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher eben lösen. Und hier jetzt nochmal die große Heatpipe mit dem Kupferkern. Wir haben jetzt hier insgesamt 5 Heatlanes, die sozusagen die Wärme verteilen auf die Lüfter und die Lüfter führen diese dann wieder ab. Und jetzt gehen wir eben her und machen eine Feuchtreinigung. Wir tröpfeln also 1, 2 Tropfen reichen da vollkommen aus auf unser sauberes Tuch. Wir nehmen also wieder eine saubere Ecke, machen die wie gesagt ein bisschen feucht und reinigen jetzt den Kern der Heatpipe, so dass dort auch die letzten Rückstände der alten Kupferpaste, der alten Wärmeleitpaste weg sind und der Kupferkern wieder komplett sauber ist. Bei der Gelegenheit auch gerne die Lüfter nochmal säubern oder eben irgendwelche anderen Staubreste entfernen. Jetzt kommt man ja eben gut ran, jetzt ist das alles wieder sauber und die gleiche Reinigung nehmen wir jetzt eben auch für die GPU vor. Die sitzt ja wie gesagt hier in der Mitte der Platine und hier ist jetzt auch einmal die groben Reste mit einem sauberen Eckchen von eurem Tuch oder eurem Küchenkrepp reinigen und dann feucht nacharbeiten. So, jetzt wo auch die GPU eben entsprechend gesäubert ist, wir sehen, dass die glänzt wieder, wir können wieder die Chipsatzbeschriftung erkennen. Die alte Wärmeleitpaste ist jetzt entfernt. An der Seite klebt noch ein bisschen alte Wärmeleitpaste, aber das stört nicht, denn wichtig ist, dass die Oberfläche, die nachher mit der Heatpipe Kontakt hat, dass die sauber ist und die Reste an der Seite, die sind völlig egal. Die Wärmeleitpaste ist auch nicht leitend, das heißt, ihr müsst also auch keine Angst haben, dass da irgendwelche Ströme oder Spannungen fließen, das ist völlig egal. Jetzt nehmen wir uns die neue Wärmeleitpaste und wir werden jetzt gleich sehen, dass die viel elastischer ist und eben mehr flüssig oder gelartig. Die klecksen wir jetzt oder träufeln wir auf die Mitte der GPU und nehmen uns dann einen entsprechenden kleinen Pinsel. Ich habe noch eine andere Wärmeleitpaste, wo eben so ein Pinsel mit dabei ist, um diese dann gleichmäßig hier über dem GPU zu verteilen. Man muss ja auch immer dran denken, diese Oberfläche, die wir jetzt hier sehen, das ist ja jetzt nicht wirklich der Chipsatz, sondern das ist nur der Kopf des Chipsatzes. Das heißt, unten drunter ist der eigentliche Chipsatz. Das ist nur so eine Art Schutz, der oben drüber gestülpt wird. Genauso ist es auch bei der CPU. Und dieser Schutz, den benetzen wir oder umschließen wir jetzt
bepinseln wir mit der Wärmeleitpaste und der hat dann nachher wieder Kontakt zu der Heatpipe und führt dann eben die Wärme nach oben ab. Wenn man da jetzt nochmal mehr Wärmeperformance rausholen möchte oder das Ganze noch kühler bekommen, dann kann man sozusagen diesen Hitzeschild, der sich jetzt hier befindet, den wir jetzt gerade mit Wärmeleitpaste bestreichen, den kann man dann auch entfernen, der ist meistens nur verklebt und unter diesem Hitzeschild ist nochmal Wärmeleitpaste zwischen dem eigentlichen Chip und diesem Hitzeschild und wenn man die dann entfernt und gegen zum Beispiel Flüssigmetall austauscht, das habe ich bei meinem CPU gemacht, weil ich den eben extrem übertaktet habe und da auch darauf Wert lege, dass der entsprechend kühl läuft. Da kann man nochmal 10 bis 15 Grad sozusagen rausholen. Das ist jetzt aber bei so einer Grafikkarte, die ist ja schon älter, eigentlich nicht notwendig. Und deswegen habe ich das jetzt auch nicht gemacht. Aber für jeden, den das interessiert, ihr könnt sozusagen dieses eigentliche Hitzeschild von der wirklichen GPU oder CPU auch entfernen und dann darunter das eben mit Flüssigmetall verbinden. Das hat den Vorteil, dieses Flüssigmetall, das wird nie porös oder härtet nie aus oder vertrocknet nicht. Das bleibt immer in der gleichen Konsistenz und hat eben einen viel besseren Wärmekoeffizienten. Also das leitet einfach die Wärme besser ab und dadurch ist man nochmal effektiver mit der Wärme- oder eben Hitzereduktion. Jetzt ist, wie gesagt, hier in dem Fall alles wieder schön mit Wärmeleitpaste benetzt und jetzt geht es darum, dass wir die beiden Hälften wieder miteinander verbinden. Da ist es wichtig, wie gesagt, wenn ihr jetzt Kabel entfernt habt, bitte schließt die wieder an, sonst laufen halt später eure Lüfter nicht. Und nachdem ihr die Kabel angeschlossen habt, dann könnt ihr eben hergehen und die Karte wieder zusammenbauen. Hier ist jetzt also das Kabel, was wir vorher gelöst haben. Das verbinde ich jetzt wieder mit der Hauptplatine. Somit haben dann die Lüfter später auch wieder Strom. Wenn das Kabel angeschlossen ist, einfach die Konstruktion mit den Lüftern wieder auf eure Basisplatte setzen und das Ganze schon mal so grob ausrichten. Dann beide festhalten und einmal umdrehen, dass euch da nichts verrutscht. Und dann könnt ihr anfangen, auf der Rückseite die Schrauben eben wieder zu befestigen. Hier sehen wir jetzt, wie ich sozusagen das einmal grob ausrichte. Das hat jetzt ein bisschen mehr Spiel oder rutscht so ein bisschen hin und her, weil einfach die Wärmeleitpaste frisch ist. Jetzt beides umschließend greifen, sodass da nichts rausfällt oder wegrutscht. Umdrehen und hier jetzt eben anfangen, die ersten Schrauben einzudrehen. Am besten immer über Kreuz und dann die in der Mitte. Dann habt ihr schon eine grobe Halterung und könnt dann sozusagen alle nach und nach festziehen. Das war jetzt heute ein wenig anderes Video als sonst, weniger autolastig. Ich verspreche euch, es kommen aber noch jede Menge autolastige Videos. Momentan ist es halt leider so, dass die Temperaturen sehr, sehr kalt sind und es ist sehr frisch draußen und ich habe halt keine Werkstatt, in die ich mich zurückziehen kann und deswegen mache ich halt momentan nicht so viel draußen, aber demnächst gibt es ein Ölwechselvideo am M2 Competition plus eben nochmal Bremsen-Upgrade. Bremsenlüftung verbaue ich am M2 Competition, also da kommt noch einiges. Aufgrund der Wetterlage ist es aber so, dass ich mich momentan eben so ein bisschen mehr auf Sim-Racing und die Möglichkeiten Indoor sozusagen beschränke. Und auch beim Sim-Racing möchte man natürlich ja ein bisschen tunen und mehr Leistung rausholen. Und wenn eure Hardware gut gekühlt ist und sauber gewartet, könnt ihr da eben auch noch mal ein bisschen mehr Performance rausquetschen. Insofern hoffe ich, war das ein oder andere für euch auch interessant und hilfreich. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, ciao!